Ein österreichisches Kaiserreich in Amerika? Was sich auf den ersten Blick ziemlich absurd anhört, war aber tatsächlich Realität. Das Kaiserreich Mexiko wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von den Habsburgern ausgerufen und vom österreichischen Erzherzog Maximilian I. regiert. Unter ihm wurde eine Monarchie etabliert und er regiert einen Großteil des heutigen Mexikos. Trotzdem ist er die tragische Figur in dieser Geschichte und seine Herrschaft endete sehr blutig. Doch wie kam es überhaupt zur Etablierung einer österreichischen Monarchie in Mexiko? Welchen Einfluss hatten die anderen europäischen Mächte und warum wurde Maximilian I. schließlich auf tragische Weise hingerichtet? All die Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Mexiko erreichte 1821 nach einem langen Unabhängigkeitskrieg seine Unabhängigkeit von Spanien. In der Folge kehrte aber keinesfalls Ruhe ein, sondern das Land wurde immer wieder überschattet von Putschen, Militäraufständen und Interventionen von Fremdmächten. Durch die stetigen Unruhen geriet das Land dann in immer größere wirtschaftliche Probleme, weshalb sich das mexikanische Parlament im Jahr 1861 dazu entschied, die Rückzahlungen der Auslandsschulden einzustellen. Mexiko war dabei vor allem bei den europäischen Großmächten Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Spanien verschuldet, die von der Entscheidung Mexikos natürlich überhaupt nicht begeistert waren. So verbündeten sich die drei Staaten im Vertrag von London und schmiedeten einen Plan zur Invasion Mexikos. So landeten zunächst die Spanier in ihrer ehemaligen Kolonie und nur einen Monat später folgten die Briten und die Franzosen unter ihrem Kaiser Napoleon III. Normalerweise hätte eine Invasion auf dem nordamerikanischen Kontinent auch eine Konfrontation mit den USA bedeutet, die ja die anderen amerikanischen Staaten immer als ihren eigenen Hinterhof betrachteten. Da zu dieser Zeit aber der amerikanische Bürgerkrieg tobte, waren die USA abgelenkt und die europäischen Mächte hatten quasi freie Hand in Mexiko. Und diese waren dem kriegsgebeutelten Mexiko natürlich auch deutlich überlegen, weshalb sie tief in mexikanisches Territorium vordringen konnten. Schließlich verstritten sich die Europäer aber, da Napoleon III. Vorpreschte und unbedingt eine abhängige Monarchie in Mexiko errichten wollte. Daraufhin entzogen dann die Spanier und die Briten Frankreich die Unterstützung und zogen sich aus Mexiko zurück. Aber Frankreich war davon ziemlich unbeeindruckt und rückte weiter vor und erreichte dann schließlich im Juni 1863 auch Mexiko-Stadt, welches es schnell eroberte. Und da Frankreich nun einen Großteil Mexikos besetzte, setzte es die Regierung ab und wandelte das Land in eine Monarchie um. Die einzige offene Frage blieb, wer das Kaiserreich Mexiko regieren sollte. Die Wahl fiel schließlich auf den österreichischen Erzherzog Ferdinand Maximilian, den Bruder des österreichischen Kaisers Franz Josef I. Er sollte als Maximilian I. Kaiser von Mexiko werden. Doch er selbst hatte Zweifel und wollte zunächst das mexikanische Volk abstimmen lassen. Napoleon III. Drängte aber unbedingt darauf, dass Maximilian Kaiser wird, weshalb er die Wahl fälschte, um ihn als Marionette in Mexiko einsetzen zu können. Zudem hatte ihm auch immer wieder eingeredet, dass das mexikanische Volk schon sehnsüchtig auf ihn warten würde. In Wahrheit wollten die meisten Mexikaner natürlich weder eine Fremdherrschaft noch einen österreichischen Kaiser. Maximilian war also ziemlich erstaunt, als er 1864 mit seinem Hofstaat von Trieste nach Mexiko segelte, dort aber von keinen jubelnden Massen, sondern nur von ein paar Bettlern empfangen wurde. Sein Kaiserreich war also von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Er versuchte zwar noch, das Ruder zu wenden und vom mexikanischen Volk akzeptiert zu werden, so adoptierte er den Enkel eines ehemaligen mexikanischen Kaisers, plante Schulen und Krankenhäuser und schlug Investitionen in die Infrastruktur vor. Es fehlte ihm aber an ausreichenden finanziellen Mitteln, was unter anderem auch an den gewaltigen Ausgaben seines eigenen Hofstaates und der Renovierung seines Regierungspalastes lag. Währenddessen wuchs aber die Unzufriedenheit im Volk weiter und die Opposition, die sich im Norden des Landes verschanzte, wurde immer größer. Als dann 1865 auch der amerikanische Bürgerkrieg endete, griffen ebenfalls die USA in Mexiko ein. Sie finanzierten die Opposition unter dem ehemaligen mexikanischen Präsidenten großzügig und drängten Frankreich auf einen Abzug ihrer österreichischen Marionette. Für Maximilian wurde es also immer enger und er forderte die europäischen Mächte verzweifelt zur militärischen Unterstützung auf. Diese verweigerten aber weitere Unterstützung und Frankreich zog schließlich auf Drängen der USA seine Truppen vollständig aus Mexiko ab. So stand Maximilian I. nur mit wenigen einheimischen Regimentern und seiner Leibgarde alleine in Mexiko, umgeben von Feinden. Er konnte zwar noch rechtzeitig aus der Hauptstadt fliehen, bevor sie von den Mexikanern zurückerobert wurde, durch einen Verrat aus seinen eigenen Reihen geriet er aber nur kurze Zeit später in die Hände seiner Feinde. Und sein Schicksal war dabei schnell klar: Hinrichtung. So wurde Kaiser Maximilian am Morgen des 19. Juni 1867 mit seinen engsten Generälen erschossen. Erst nach langen Verhandlungen konnten die Österreicher die Auslieferung seines Leichnams erwirken, sodass er 1868, nur 4 Jahre nach seinem Aufbruch von Österreich, wieder in Trieste ankam. Das war sie also, die Geschichte der 4 Jahre währenden österreichischen Herrschaft in Mexiko. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal davon gehört habt. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wenn ihr euch für die Kolonien Österreichs interessiert, kann ich euch noch sehr dieses Video empfehlen. Viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.